Primire Caldo Rossa. Herzlich willkommen. In Rumänisch soll das heißen. Und wir nehmen Sie genau mit auf eine Reise in dieses wunderschöne Land, das die meisten ja eher als Balkan kennen oder vielleicht noch vom letzten Badeurlaub am Schwarzen Meer. Allerdings, Rumänien hat so viel mehr zu bieten. Wie The Family Butchers da ins Spiel kommt, das verraten wir Ihnen jetzt im TFB Talk. Rot, Gelb, Blau, das sind sie, die Nationalfarben von Rumänien, einem der jüngsten EU-Mitglieder. Ein Land im Aufbruch und trotzdem sind Kulinarik und Kultur den Menschen hier ja doch eher unbekannt. Das wollen wir ändern. Da trifft es sich sehr gut, dass The Family Butchers schon seit Jahren ein Werk in Rumänien betreibt. Warum genau Rumänien? Das und mehr klären wir jetzt mit Roland Verdev, einer der CEOs bei The Family Butchers. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Wir freuen uns auch sehr. Hans-Ewald Reinert ist bei uns, einer der Gesellschafter von In Family Foods. Hallo. Hallo. Und live zugeschaltet aus Rumänien die General Managerin von TFB Romania, Florența Dobrin. Hallo. Bună ziua! Salutare Germaniei! Und bevor wir gleich über das Engagement von The Family Butchers in Rumänien sprechen, da wollen wir Sie jetzt erstmal mit auf eine kleine Reise nehmen und Ihnen das Land am Schwarzen Meer mal ein bisschen genauer vorstellen. Rumänien ist im Nordosten der Balkanhalbinsel gelegen. Es hat mit knapp 240.000 Quadratkilometern ungefähr 2/3 der Fläche von Deutschland, wobei seine Einwohnerzahl nur knapp 20 Millionen beträgt. Rumänien als Staat entstand 1861. Nach einer sehr bewegten Geschichte und Jahren des Sozialismus ist das Land seit 1989 eine parlamentarische Demokratie und wurde 2007 Mitglied der Europäischen Union. Rumänien ist auf dem Weg, wirtschaftlich aufzuholen. Das zeigt sich im Bruttoinlandsprodukt und das spürt man besonders in der Hauptstadt Bukarest. Sie ist mit 1,9 Millionen Einwohnern größte Stadt Rumäniens und gleichzeitig auch das bedeutendste Wirtschaftszentrum. Allerdings hat die traditionelle rumänische Küche einen weiterhin ungebrochen wichtigen Stellenwert. Sie ist abwechslungsreich, voller Aromen und teilweise sehr pikant. Das trifft auch für das umfangreiche Angebot an den hier beliebten Wurstwaren zu, von denen viele als echte Spezialitäten gelten. Ein unglaublich facettenreiches Land, aber Sie ahnen es schon, in dieser Sendung, da geht es nicht nur um Rumänien, nein, es geht natürlich um die Wurst, genauer gesagt um diese hier, die Salam de Sibiu, eine Wurstspezialität aus Rumänien mit geografischer Angabe, sie darf nur dort hergestellt werden. Und Herr Verdev, das müssen wir jetzt mal klären an dieser Stelle. Denn Sie sind ja verantwortlich für insgesamt 8 TFB-Standorte, für Vertrieb, Marketing und zentrale Dienste und eben auch für die Tochtergesellschaft TFB Romania. Warum ist denn Rumänien so ein unglaublich interessanter Standort für The Family Butchers? Als ich 2009 im Januar das erste Mal nach Rumänien kam, war es für mich überhaupt das erste Mal in Rumänien. Und dann die Aufgabe, so ein Wurstwerk mitzuleiten und mit aufzubauen, hat erstmal viel Spaß gemacht. Was aber dahinter stand, waren ganz, ganz viele Menschen mit einem großen Herz. Weil die Rumänen sind sehr, sehr gastfreundlich, haben eine ganz große Empathie für Deutsch, für Deutschland und für deutsche Bürger und bieten dort auch alles an. Also ich konnte schon in ganz frühen Stunden, wurde ich eingeladen von Mitarbeitern, mal die kulturellen Erlebnisse zu Hause kennenzulernen, von der Kulinarik her, über Feste, über Feiern und Co. Und das hat mich schon geprägt dort und hat mir auch viel Spaß gemacht in der ganzen Zeit. Das glaube ich Ihnen gerne. Erzählen Sie uns mehr darüber, das hört sich wunderbar an. Haben Sie ein Beispiel? Ja, sogar ganz viele davon. Viele von unseren Mitarbeitern, die quasi zur Geburtsstunde, also zur Grundsteinlegung schon dort waren, sind auch heute noch da. Die Frauen haben inzwischen Kinder bekommen, haben nach den Geburten bzw. nach den Mutterschaftszeiten nur wieder bei uns angefangen und sind gerne bei uns und sind alle in leitenden Positionen. Und wir haben eine sehr gute Erfahrung gemacht mit Frauen in der Führung in Rumänien. Also ich kann mir vorstellen, Sie lieben Ihren Job
Unter anderem mit Sicherheit aber auch deswegen, weil es eben dieses umfangreiche Angebot an landestypischen Wurst- und Fleischspezialitäten gibt, oder? Ja, es ist wirklich eine Erlebnisreise, jedes Mal in Rumänien zu sein, um mal verschiedene Restaurants auszuprobieren oder auch in die Supermärkte oder in den traditionellen Märkten zu besuchen, weil da wird Tradition auch groß geschrieben und ähnlich wie unsere Sibiu-Salami. Wo sehen Sie denn genau hier jetzt die Chancen für diese Produkte? Also wir haben erkannt, dass wir in Rumänien den Markt schon nicht mehr bedienen können mit der Sibiu-Salami. Das heißt, wir müssen mehr produzieren können. Deswegen investieren wir aktuell 10 Millionen Euro in die Produkterweiterung bzw. in die Produktionserweiterung an diesem Standort. Wenn dann noch bei diesem ersten Schritt was überbleibt, kommen wir sicherlich damit nach Deutschland. Aber erstmal haben wir uns vorgenommen, Osteuropa zu versorgen. Das sind bereits so viele gute Gründe für Rumänien. Herr Reinhardt, wollen Sie noch irgendwas da anfügen? Was spricht denn noch für Rumänien als Standort? Ja, da möchte ich etwas ausholen. Also 2004, da gab es die EU-Osterweiterung mit 10 neuen Ländern. Da haben wir uns damals bei Reinhardt natürlich gefragt, was hat das für uns zu bedeuten? Sind das neue Wettbewerber, die da kommen aus Tschechien, aus Polen? Oder haben wir neue Marktmöglichkeiten in diesen Ländern? Und deswegen haben wir seinerzeit eine sehr intensive Analyse gemacht. Und wir haben auch noch 4 weitere Länder hinzugenommen, nämlich die Ukraine, Russland, Rumänien und Bulgarien. Diese 14 Länder haben wir untersucht mit einem internen und externen Team, insbesondere nach volkswirtschaftlichen und wettbewerbsorientierten Daten, sprich Kaufkraft, Größe des Landes, aber auch Bruttosozialprodukt und Markenaffinität, solche Themen. Und da gab es eine Rangliste zum Schluss. Russland stand ganz vorne und dann Polen und dann aber auch schon Rumänien, interessanterweise. Und für mich kam Russland zu der Zeit gar nicht in Frage. Viel zu groß, viel zu anders, viel zu weit weg auch. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, gutes Bauchgefühl gehabt. Polen war ich in den 90ern schon sehr aktiv und habe seinerzeit schon festgestellt, sehr wettbewerbsorientiert, sehr groß auch. Und Rumänien war eigentlich von den Zahlen her auch sehr gut. Und 20 Millionen Einwohner, das traute ich mir seinerzeit auch zu als ersten Schritt außerhalb von Deutschland. Und um ganz sicher zu sein, bin ich dann hingeflogen nochmal, Bukarest, aber auch nach Sofia, nach Bulgarien nochmal, um einfach zu schauen, sind diese beiden Länder, die möglicherweise bald in die EU kommen, die richtigen. Und dann habe ich aus dem Bauch entschieden, Rumänien, letztlich wegen den Menschen dort vor Ort. Ich hatte ein gutes Gefühl von Anfang an und das hat sich ja letztlich auch bestätigt. Mhm. Und inzwischen, muss man ja sagen, haben Sie auch eine sehr persönliche Beziehung zu Rumänien aufgebaut, oder? Ja, in der Tat. Meine Frau kommt gebürtig aus Rumänien. Sie ist dort groß geworden. Sie ist allerdings schon über 20 Jahre in Deutschland. Ich habe sie sozusagen hier in Deutschland kennengelernt. Aber natürlich habe ich jetzt so auch einen Teil der Familie in Rumänien, wenn man so will. Ja, also viele gute Gründe und viele kulinarische Möglichkeiten, oder? Auf jeden Fall. Also die Kulinarik ist natürlich gerade bei uns, wo wir dann Wurst und Schinken machen, natürlich ganz, ganz wichtig. Und die Rumänen sind sehr fleisch- und wurstaffin und sie mögen Gewürze, Knoblauch, Paprika, nicht nur deftig, auch fein, also sehr kulinarisch angehaucht. Und das ist für einen Salami-Spezialisten, so wie wir es auch sind, natürlich auch toll. Und wenn man ehrlich ist, es gibt in Rumänien eine Salami, wo man immer dachte, eigentlich kommt die doch aus Ungarn. Aber wenn man ehrlich ist, kommt sie eigentlich aus Rumänien. Das ist die ganz bekannte Salami Sibiu. Dann wollen wir bei genau dieser Spezialität jetzt mal ein bisschen für Klarheit sorgen. Frau Dobrindt, Sie müssen uns helfen, denn Sie sind seit 11 Jahren ja bereits General Managerin bei TFB Romania in Brașov und Sie kennen die Spezialitäten dort mit Sicherheit aus dem FF. Was ist denn das Geschmacksgeheimnis dieser Salami? Das Geheimnis des Geschmacks der Sibiu-Salami liegt in der alten Tradition dieser Wurst, eine 100-jährige Tradition. Die Salam de Iarnă oder die Wintersalami, wie sie ursprünglich genannt wurde, genoss bereits Ende des 19. Jahrhunderts einen langjährigen Ruf als Spezialität außerhalb Rumäniens. Sie wurde nur in der Winterzeit im Prahovo-Tal durch den Hermannstädter Zoll verkauft und so wurde diese Wurst Hermannstädter Salami getauft. Das Besondere an der Salami aus Hermannstadt ist neben der Gewürzmischung, mit der sie gewürzt wird, dass sie, anders als französische oder italienische Rohwürste, etwa 2 Wochen lang geräuchert wird, bevor sie nur mit rumänischen Harthölzern getrocknet wird. Der Produktionszyklus dauert mindestens 70 Tage und die Edelschimmelpilze werden nur von Hand gebürstet. Das hört sich wirklich besonders an. Daher also dieser volle aromatische Geschmack. Ja, und wie
genau diese Wurst jetzt hergestellt wird und wo genau, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir waren nämlich in Brascha für Sie unterwegs beim Werk von The Family Butchers. Circa 160 Kilometer von Bukarest entfernt liegt Brașov. Gegründet wurde sie im 13. Jahrhundert unter dem Namen Kronstadt. Sie ist mit ca. 278.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Rumäniens und ein bedeutendes wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. Und hier befindet sich der TFB-Standort in Rumänien. Auf einer Grundfläche von 10.250 Quadratmetern stellen ca. 200 Mitarbeiter hier eine breite Palette von Schweine-, Geflügel- und Rindfleischprodukten in Premium-Qualität her. Was hier in einem der modernsten Werke Europas produziert wird, ist fast ausnahmslos für den heimischen Markt bestimmt. Hier entstehen unter anderem Schinken, Pasteten und vor allem Wurstspezialitäten. Auf diese Spezialitäten ist man hier besonders stolz. Nicht nur, weil sie sich einer großen Beliebtheit erfreuen, sondern auch, weil viele von ihnen schon mit Preisen ausgezeichnet wurden. Ja, das hat wirklich Appetit gemacht auf mehr. Und natürlich werden wir diese Salami-Spezialität auch gleich mal probieren. Frau Dobrin, es tut mir so leid, dass Sie nicht persönlich hier vor Ort sein können. Aber na gut, in Rumänien, da kriegen Sie Ihre Wurstspezialitäten natürlich. Und erzählen Sie doch mal, wie gut schmeckt denn Rumänen denn überhaupt die Sibiu-Salami von The Family Butchers? Mit einer Produktionskapazität von 750 Tonnen pro Jahr nimmt The Family Butchers Romania den zweiten Platz bei den Marktanteilen der GGA Sibiu Salami ein, obwohl wir der jüngste Hersteller dieser Wurst sind. Dies ist der beste Beweis dafür, dass die Sibiu Salami von den VerbraucherInnen aufgrund ihrer hohen Qualität geschätzt wird. Dann würde ich vorschlagen, wir probieren einfach mal an dieser Stelle. Ich nehme Sie mal mit nach vorne. Wir haben da mal was vorbereitet. Und es sieht schon fantastisch aus. Eine echte rumänische Wurstspezialität wird nur in Rumänien hergestellt. Und die hier ist von The Family Butchers. Super. Super lecker. Also die schmeckt wirklich ganz anders als eine Salami aus Deutschland. Frau Dobrin, erzählen Sie mal, welches Fleisch wird denn verwendet für diese ganz besondere Wurstspezialität? Diese Wurst besteht aus mindestens 70% Schweinefleisch und höchstens zu 30% aus Rückenfett. Das Besondere an dieser roh getrockneten Salami ist ihre besondere Konsistenz und ihr Geschmack, der durch den langen und langsamen Trocknungsprozess entsteht, bei dem die Edelschimmelpilze aus der Hülle Nährstoffe mit der Zusammensetzung aus Fleisch, Fett und Gewürzen austauschen. Also eine echt würzige Wurst mit Biss, oder? Ja, unbedingt. Echt lecker. Mageres Schweinefleisch, kerniger Rückenspeck, aber das Besondere ist die 70 Tage lange Reifezeit, geräuchert über Hartholz, rumänisches Hartholz, eine wirkliche Spezialität, handwerklich gemacht. Und wir haben da eine ganz tolle Rezeptur und auch mittlerweile ein tolles Können. Wir sind die Nummer 2 mit dieser Salami-Spezialität in Rumänien und wir wollen jetzt mit der Kapazitätserweiterung die Nummer 1 werden mit dieser Spezialität. Es gibt 6 Wettbewerber, die auch Salami Sibiu herstellen dürfen. Es ist ja eine geografisch geschützte Angabe, was diese Spezialität hat. Aber wir haben jetzt den Ehrgeiz, hier da die führende Position einzunehmen. Mhm. Und Sie sind auf einem sehr guten Weg. Die schmeckt ja einfach auch so gut. Und ich glaube, Herr Ferdev, Sie haben also zustimmend genickt. Sie können zu Recht stolz sein auf die Sibiu-Salami, oder? Das sind wir auch. Aber neben der Sibiu haben wir natürlich viele weitere Spezialitäten. Und eine davon ist Raw Bacon. Und genau das haben wir uns nicht nehmen lassen, haben wir hier auch noch mal vorbereitet. Ich nehme Sie mal einfach mit nach vorne. Natürlich wissen Sie es schon, wie es schmeckt. Ich bin sehr gespannt auf diesen Raw Bacon. Sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Räucherspeck, den man hier auch zu kaufen kriegt. Und der Geschmack? Was sagen Sie? Top. Wirklich super. Das ist ein ganz aromatischer, vollmundiger Geschmack. Ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht so richtig greifen. Es hat was Besonderes an sich. Frau Dobrin, vielleicht können Sie mal kurz aufklären. Können Sie uns ein bisschen mehr über Raw Bacon erzählen? Unser roher Speck ist ganz auf den rumänischen Geschmack abgestimmt und hat ein Knoblaucharoma und eine zarte Konsistenz.
Darüber hinaus handelt es sich um einen Clean-Label-Artikel mit nur 3 Zutaten neben dem Fleisch. Ja, es ist einfach toll, dass wir diesen kulinarischen Luxus hier in Europa genießen dürfen, diese europäische Vielfalt der Wurstkultur. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch viele länderspezifische Unterschiede, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Unterschiede. Und ich denke mir, das ist dann und wann auch mal eine Herausforderung, oder? Inwieweit nimmt denn sich The Family Butchers und die ganze In-Family Foods Gruppe da auch in die Verantwortung? Ja, also wir haben in Brașov immerhin einen Standort, wo knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Und wir produzieren dort Produkte im Wesentlichen für Rumänien. Das heißt, wir machen dort keine Lohnveredelung, sondern wir produzieren Spezialitäten. Salami Sibiu hatten wir darüber gesprochen, aber auch andere Spezialitäten und Markenprodukte für den rumänischen Markt, der immer stärker prosperiert. Und wir sind auch ein guter Steuerzahler in dem Land. Wir machen sehr viel mit unseren, ich sage jetzt mal, Nachbarn, mit den Bürgern auch um unserem Standort herum. Wir sind sehr stark im interkulturellen Austausch. Wir haben viele Preise auch bekommen für unsere Produktspezialitäten. Und nicht zuletzt ist es auch so, dass meine Frau eine gebürtige Rumänin ist. Insofern fühle ich mich dem Land schon recht nah. Also Sie haben jetzt über viele wirtschaftliche Aspekte gesprochen. Wie sieht denn das jetzt im Detail genau aus, also im Werk selbst? Also im Werk selbst haben wir dieselben sozialen oder beziehungsweise die gleichen Komponenten, wie wir insgesamt in The Family Butchers haben. Worauf wir natürlich achten, ist halt, das sind so Sachen, die sind aus der Vergangenheit gekommen. Die Mitarbeiter bekommen ein Wurstpaket am Wochenende mit. Die Mitarbeiter bekommen Einkaufsgelder, die kriegen Zulagen, soziale Aspekte, die wir in Deutschland gar nicht haben. Aber die Mitarbeiter sind da natürlich einen anderen Sozialstandard gewohnt als hier. Und das versuchen wir ein klein bisschen auszugleichen mit bestimmten Sachen. Da gehören auch große Feste zu, wenn nicht gerade Corona ist. Jedes Jahr gibt es ein Sommerfest, jedes Jahr gibt es ein Winterfest, wo alle Mitarbeiter eingeladen sind. Da wird gefeiert, da wird getanzt, da wird viel Spaß gehabt. Hört sich super an. Ja, Frau Dobrin, und als General Managerin vor Ort, da können Sie uns bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen, oder? Ja, selbstverständlich. Von den rund 180 Mitarbeitern in unserem Werk sind ca. 75% in der Produktion beschäftigt. Die restlichen 25% teilen sich auf weitere Bereiche, wie zum Beispiel Verkaufspersonal und Administration auf. Wir alle sehen uns aber als Teil einer großen Familie. So entstand ein enger Zusammenhalt, der sich auch oft in privater Hinsicht fortführt. Also eine durch und durch auf Partnerschaft und Fairness basierende Zusammenarbeit. Schöne Sache, und Sie haben eine ganz besondere Weihnachtsaktion, habe ich gehört. Ja, da gibt es etwas, was mich besonders berührt. Und zwar zu Weihnachten gibt es die Aktion, wenn Kinderaugen leuchten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vor Jahren diese Aktion ins Leben gerufen, hier in Deutschland, wo sie selbst, aber auch von Freunden, Familienmitgliedern kleine Geschenke zusammenpacken. Und wir dann mit unserem LKW nach Brașov fahren und dort unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Geschenke dann an Kinderheime im Wesentlichen verteilen. Also eine wirklich tolle Aktion von Herz zu Herz. Und da merkt man mal wieder, dass auch kleine Gesten wirklich Großes bewirken können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an Sie alle. Ich habe viel gelernt heute, nämlich das Engagement von ökonomisch schwächeren Ländern letztendlich dazu beiträgt, dass wir alle weiter zusammenwachsen durch technisches und marktwirtschaftliches Know-how, genauso wie ein gelebtes Zusammenarbeiten von The Family Butchers. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, natürlich auch durch so wunderbar leckere Wurstspezialitäten wie diese hier. Danke fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Folge vom TFB Talk mehr zu verpassen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.